Jetzt nach dem Login, jetzt geht es um den eigentlichen Zweck für Druckerbesitzer. Uns interessiert, was haben wir zu drucken, das ist dieser Tab. Dieser Tab wird analog zu Facebook online abgedatet, das ist die Drehscheibe mit Ihren und unseren Kunden. Hier sehen Sie, welche Anfragen waren, die für Sie waren, welchen Preis, wann sie erzeugt worden sind und welchen Status sie haben. Wir haben vorher gerade eine wichtige eine Test, eine einfache gemacht. Das war das Test 1, 2, 3. Das heißt, Sie klicken hier auf Info, funktioniert am Handy genauso. Sie sehen hier eine Darstellung von dem, was zu drucken ist. Sie können hier die Datei runterladen und Sie können hier den G-Code runterladen. Also wenn Sie hier draufklicken, kommt die STL-Datei, dass Sie sie selber nochmal slicen können oder mehrere auf ein Herzbett legen, und hier können Sie den G-Code runterladen. Hier sind alle Daten. Ablehnen, ja, sollten Sie nur im extremen Notfall machen. Wenn Sie auf Ablehnen drücken, kommt ein Feld, wo drin steht, warum Sie es abgelehnt haben, und der Kunde wird zurückgesetzt und muss den ganzen Vorgang nochmal machen. Also wenn Sie ausgesucht sind, wir wollen ja drucken, gehen Sie auf Akzeptieren. Je nachdem, wo Sie wohnen. Bei uns wird immer Hermes verwendet, wegen der Umsatzsteuer. Sie können es natürlich auch persönlich vorbeibringen, mit DHL schicken, wie Sie wollen, aber die Berechnung funktioniert immer über Hermes. Das heißt, wenn Sie in Österreich sind, sind es die 4 Euro, wenn Sie in Deutschland sind, sind es 9,80 Euro und sonst Ausland 11,80 Euro. Jetzt bekommt der Kunde eine Zahlungsaufforderung aufgrund dieses OKs. Und Sie sehen hier, dass sich der Status geändert hat auf zu bezahlen. Zahlung ausständig. Ausstehende Zahlung. Und sobald der Kunde bezahlt hat, erwartet der Kunde auch, dass Sie das drucken. Zu dem, wie wir mit den Druckanforderungen umgehen, im nächsten Video. Mit einem Auftrag mit mehreren Daten funktioniert genau gleich. Sie sehen hier die Daten, wie sie ausschauen. Damit kontrollieren wir auch die Qualität. Und Sie sehen, das hier ist 32 Mal zu drucken. In Ihrem Fall, weil der Drucker manuell ist, ja, also Sie haben den auf manuell gesetzt. Hier ist das runterzuladen, in Ihrem Slicer 32 Mal zu setzen und zu drucken, und das Ding jetzt einmal zu drucken mit dem richtigen Material, richtiger Stärke. Wir drücken auf Akzeptieren, das gleiche wieder, wir sind in Österreich, und jetzt kommt eine Zahlungsaufforderung, und ich danke Ihnen.